Öl im Benzin. Oskar fährt mit der schönen Gerda an die Tankstelle. Auf geht's zur Tankstelle. Bei einem historischen Zweitaktmotor, wie von der 250er MZ aus dem Jahre 1975, ist es mit dem Tanken des Benzins an der Tankstelle allein nicht getan. Zur Schmierung des Motors muss dem Benzin ein bestimmter Prozentsatz spezielles Zweitaktöl zugemischt werden. Was für Zweitaktfans und wirklich alte Motorradhasen noch selbstverständlich ist, weiß heute von den jüngeren Motorradfahrern kaum noch jemand. Seitdem es an den Tankstellen keine eigenen Gemischzapfsäulen mehr gibt und moderne Zweitakt-Mopeds, größere Zweitakt-Motorräder gibt es schon lange nicht mehr, dieses Zweitaktöl in einem eigenen Öltank mit sich führen und das Öl über eine Ölpumpe abhängig von der Drehzahl in den Ansaugtrakt hineindosieren, ist das Beimischen von Öl in den Benzintank so rar geworden, wie es die alten Zweitakter selbst sind. Aber zunächst mal tanken wir Hochoktaniges, weil solch ein Zweitakter gerne mal zum Klingeln neigt. Nach dem Tanken und Bezahlen schiebe ich die Maschine erstmal zur Seite und mache die Säule frei für andere. Denn jetzt muss der getankten Benzinmenge noch einigermaßen genau 2% Öl zugegeben werden. Das Mischungsverhältnis von Öl zu Benzin beträgt also hier 1:50. Dafür habe ich mir 2 Dosierfläschchen im Batteriefach unter dem rechten Seitendeckel befestigt. Hier ist ein wenig Platz dafür am Motorrad. Ohne dass ich großartig rechnen muss, zeigen mir diese Dosierfläschchen genau an, für wie viel Benzin bei welchem Mischungsverhältnis die Ölmenge darin ausreicht. Wer jetzt nicht mehr weiß, wie viel er getankt hat, ist schon aufgeschmissen. Denn zu viel Öl führt zu blauen Abgasfahnen, Ölkohleablagerungen in Motor und Auspuff und kann zum Verkleben der Kolbenringe führen, sodass der Kolben seine Wärme nicht mehr gut genug an die Zylinderwand abgeben kann und in der Folge sich zu stark ausdehnt und dann klemmt. Zu wenig Öl zerstört aber gleich den Motor. Deshalb lohnt sich hier eine sorgfältige Vorgehensweise. Nach dem Beimengen sollte man gleich losfahren, damit sich das Öl durch die Erschütterungen im Tank gut vermischen kann und sich nicht unten absetzt. Sonst hat man gegebenenfalls anfangs zu viel Öl im Vergaser und später läuft der Motor mit zu wenig Öl. Einfach kann jeder, sagt Oskar dazu. Und nicht jeder kann sich zu den Glücklichen zählen.